Haben sie echt Stats in Universe geändert? Ich könnte schwören, dass man zu Flive-PC Hybrid gescaled hat. Na, in Flive-PC hatte man einfach keine Ahnung von dem Game. Das hat sich geändert. Ich sag's wie es ist, Flive-PC war eigentlich übelst einfach. Wir waren alle einfach nur zu jung dafür. Wenn ich mit dem heutigen Wissensstand Flive-PC anfangen würde, als ich damals angefangen habe. Da könntest du mir mal einen Schuh aufblasen, ey. Und damit meine ich nicht mal, was passieren wird in der Zukunft, sondern einfach nur generelles Gaming-Wissen halt. Das Problem ist halt, wenn du als kleiner Kackbub ein neues Spiel anfängst und keine Ahnung hast, was du tust, noch nie in deinem Leben ein MMO gespielt hast. Natürlich machst du alles falsch, was man falsch machen kann. Fast jeder Spieler in Flive hat die Story, bei meinem ersten Mercenary habe ich Int gestattet oder so. Ja, und dann wundert man sich, dass man 50 Stunden bis Level 60 gebraucht hat, wenn man mit einem Mercenary und Int rumläuft. Also, I mean, also, ey, wenn du das heute sehen würdest, was die Leute damals gemacht haben, dann würdest dir die Kugel geben. Das könntest du dir gar nicht anschauen, weil das gemeingefährlich wäre, das Leuten zu zeigen. Also glücklicherweise wird es davon auch so gut wie keine Videos geben. Aber es ist ja wirklich geisteskrank. Und die wenigen, die es halt verstanden haben, das waren die wenigen, Du meinst Fliff? Die dann da spricht man doch nicht Fliff aus. Maximallevel waren Fliff? Und alle abgezogen Fliff for haben. fun. Fliff ist doch ganz einfach, das kann sich doch jeder merken. Die wenigen, die halt schon etwas mehr Gaming-Erfahrung hatten und so, die haben halt alle abgezockt. Sehr logisch. Gab ja auch damals schon Erwachsene, die gespielt haben. Also ich meine, das ist ja auch fast schon unfair, kann man sagen. Ich meine, wie viele Leute hatten irgendwas 1990 im Namen oder so? Die waren halt 17 und ich war 10. Ich meine, dass es da einen kleinen, aber feinen Unterschied dann gibt, was einfach allgemeines Wissen angeht, Gaming-Wissen etc. Also, ja, logisch, dass dann 95% heftig am Reinscheißen sind und die 5%, die sind dann die absoluten Obermacker. Also ich bin mir, also nicht nur, aber ich bin mir zu einem sehr hohen Teil sicher, dass das der Hauptgrund war, warum das damals, oder warum das jeder so schwierig und schlimm in Erinnerung hat. Es war schon schwieriger, aber nicht so schwierig, wie es jeder in Erinnerung hat. Weil dieses Schwierige, was jeder in Erinnerung hatte, ist halt vor allem darauf beruht, dass du halt einfach auch alles falsch gemacht hast. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich bei Void gelevelt habe mit einem Bill-Poster, ohne Ringmaster, also quasi auch, keine Ahnung, wahrscheinlich nur 5 Buffs oder so. Wobei in Flive-PC war der Vorteil, ja, Bill-Poster-Buffs waren dem ja ebenbürtig. Abgesehen GT, SF, Protect, das sind ja die klassischen Ringmaster-Buffs schon immer gewesen. Aber was jetzt halt rein Haste und so angeht, das hat schon gepasst, aber du musstest dich trotzdem alle 3 Minuten rebuffen, wenn du Full SDR warst, und deine Buffs ja nur ganz kurz gehalten. Aber ich weiß noch, das war eine absolute Katastrophe. Alleine gelevelt, ohne Party, mit gefühlt 80% Attack Speed. Also es ist geisteskrank. Also wenn man es dann mal auf Level 60 geschafft hat, hat man trotzdem immer noch alles falsch gemacht. Also es war nicht so, dass man mit Level 60 dann alles gewusst hat. Da ist die Katastrophe nur weitergegangen. Also wenn man da zurückdenkt, das war wirklich eine absolute Katastrophe. Und dann auch die kurze Aufmerksamkeitsspanne. Ich meine, wie viele Leute haben damals schon 2 Stunden mal am Stück gegrindet? In einem Grind-Game. In einem Game, wo einfach auch entscheidend ist, wie viel Zeit du investierst. Wie viele 10- bis 12-Jährige oder 14-Jährige haben damals schon 5 Stunden am Stück gespielt. Die kannst du an einer Hand abzählen wahrscheinlich. Und du bist halt 10 Minuten zu Void gegangen, hast gesehen, du kriegst keine XP oder es ist irgendwie kacke, du bist gestorben, dann gehst du wieder in die Stadt, guckst dir CS an und so und nach einer halben Stunde gehst du wieder offline, so. Kein Wunder, dass du da nichts erreichst.
Also... Ich würde schon sehr viel darauf schieben. Und das wenigste war tatsächlich, weil das Spiel so schwierig war. Sicherlich auch zum Teil, aber das war der kleinere Teil, der wesentlich kleinere Teil. Also wenn die Fly-Off jetzt so genauso launchen, wie es damals 2007 war zum Beispiel, und jetzt alle nochmal neu anfangen würden, wäre es kein Problem. Also sicherlich wäre es schwieriger als Fly-Off Universe oder das klassische Fly-Off PC, wie es jetzt ist. Aber ansonsten... Yubito und Ayuborg, eure Level 20s, kamen gerade rein. Alles, was damals schwer war, konnte man mit Übung und Zeit locker ausgleichen. Übung, Zeit und einfach Wissen halt. Weil zum Beispiel, klar, was damals schwieriger war, waren zum Beispiel sowas wie, ich meine, wie bei am Anfang von Fly-Off Universe war es ja das Gleiche. Oder generell im Low-Level ist ja bei Fly-Off Universe immer noch so. Die 100% Attack-Speed zu erreichen. Schwer. Die, boah, aber wenn ich da denke, da wird mir wirklich schlecht. Also, ich habe immer mit den NPC-Rüstungen gelevelt und als sie dann irgendwann die Erweckungen eingefügt haben, habe ich die Rüstungen erweckt, statt einfach ein Set zu benutzen und hatte nicht mal 100% Attack Speed, bin ich mir ziemlich sicher. Da wollte ich unbedingt Crit Damage und Crit Rate erwecken mit 1er-Slots damals noch. Die ursprünglichen Erweckungen waren ja 1er- und 3er-Slots. 1, 2 oder 3, also möglich. War dann nicht mehr immer garantiert, 3 Rolls und so. Immer irgendeinen Scheiß erweckt, die NPC-Rüstungen, die Millionen von Penya gekostet haben, statt einfach ein fucking Surance-Set zu nehmen, das Attack Speed gegeben hat. Und Attack Speed ist ja viel wichtiger als Crit Rate und Crit Damage. Also es ist, zum Heulen, ey. Oder halt auch einfach Dex-Statten dann in dem Fall, ne? Dann nimmst du dann einfach 50 Decks und scheißt da drauf, machst halt ein bisschen weniger Schaden, aber du hast wenigstens 100% Attack Speed. Einfach das Gefühl, 100% Attack Speed zu haben in Fly-Off, das ist ja lebenswichtig. Das ist ja wie die Luft zum Atmen. Ohne 100% Attack Speed fühlst du dich wie so ein Haufen... Also, lauter solche Sachen, wo man wirklich... Man hätte es einfach nur wissen müssen. Und das wäre es schon gewesen. Dann wären schon so viele Sachen, wären dann schon leichter und besser gewesen. Und dann wären viele nicht nur bei Level... Oder wären viele nicht schon bei Level 60 dann langsam stecken geblieben. 60er, 70er Bereich. Dann hätten es viel mehr Leute auf 80, 90, 100 geschafft. Was damals ja wirklich crazy war, Leute auf Level 100. Ganz am Anfang. Das war ja wirklich schwer. Also, naja, eigentlich nicht. Es war selten. Selten war es. Also damals waren wahrscheinlich irgendwie 90% der Spieler zwischen 20 und 60 oder so. Und nur ganz wenige haben es da rausgeschafft. Also, wirklich eine Katastrophe, aber halt... Die Schwierigkeit des Games war da, denke ich, der geringste Faktor. Es war größtenteils absolute Unwissenheit, dumme Entscheidungen. Ja. Könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. Das ist damals nicht mal bis zum zweiten Job gepackt. Ich will nicht wissen, wie lange ich gebraucht habe. Also ich habe es zwar schon geschafft, auch mit mehreren Chars, aber keine Ahnung, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ja, ich meine, Gala soll das machen. 25-jähriges Jubiläum. In 3 Jahren. Sollen sie Fly V6 oder V7... V6 war Ass. V7 launchen. Außerdem hatten wir V6 ja schon mit Fly Universe. Da sollen die einfach einen V7 Fly PC-Server launchen. Und dann sehen wir ja, was Sache ist. Dann könnte man es nochmal erneut erleben. Genauso wie es damals war. Und ich glaube, das ist dann erschreckend peinlich. Das Jahr war V7 2007. Februar 2007.
haben den deutschen Server gelauncht und quasi sofort danach kam V7.